Die kolumbianische Sängerin Shakira kommt aus den Negativschlagzeilen nicht hinaus. Jetzt ist schon in Spanien ein weiteres Strafverfahren gegen sie eröffnet worden und sie ist bereits angeklagt worden wegen Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es hier um das Jahr 2018. 2018 soll sie unter anderem 19,3 Millionen Dollar Vorschuss erhalten haben für ihre El Dorado World Tour. Diese hat sie in Spanien nicht deklariert und wird somit angeklagt, 6,6 Millionen Euro Einkommensteuer zu schulden, plus ca. 800.000 in Vermögenssteuer. Erinnern wir uns, Shakira wird im November 2023 vor Gericht stehen in Spanien. Hierbei geht es um die Jahre 2012 bis 2014. Insgesamt schuldet sie hier wohl 14 Millionen Euro Steuern. Sie sagt, sie hätte in dieser Zeit nicht in Spanien gelebt. Sie hätte sich dort nicht mehr als 183 Tage im Jahr aufgehalten und sei somit dort auch nicht steuerpflichtig. Zu den neuesten Vorwürfen jetzt zu 2018 gibt es noch keine Reaktion. Gleichzeitig haben wir aus den Medien vernommen, dass Shakira gestartet wurde, die Gerichtsverhandlung für das Verfahren, das jetzt im November ansteht, aus den USA heraus zu verfolgen. Es soll wohl öffentlich übertragen werden. Sie muss nur einmal nach Spanien kommen, um hier eine Zeugenaussage zu machen und kann ansonsten eben im Ausland bleiben. Ja, was machen wir nun mit diesen ganzen Informationen? Also zum einen scheint es relativ klar zu sein, dass Shakira zwischen 2012 und 2014 mehr als 200 Tage pro Jahr in Spanien war und daher aus meiner Sicht sicherlich in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig ist. Man wird sehen, was da das Gericht entscheiden wird. Auf der anderen Seite, wenn sie nun nicht mal in Spanien sich groß aufhalten muss für die eigentliche Gerichtsverhandlung, kann ich mir dann auch vorstellen, dass sie dann relativ ungeschoren davon kommt, denn ansonsten würde es wohl kaum ihr erlaubt werden, aus der Ferne hier das Verfahren zu verfolgen. Wir werden hier sehen, was hier genau die Staatsanwaltschaft vorzubringen hat und wie Shakira dem Ganzen erwidert. Ihr wurde ja ein Deal angeboten, weniger als 2 Jahre Haft auf Bewährung, aber sie hat den Deal ausgeschlagen. Sie hat gesagt, ich zahle nicht mehr, ich habe bereits alles gezahlt. Auf jeden Fall mutig. Jetzt sehen wir mal, was 2018 dazu kommt. Immer wieder fragen mich Mandanten, die diesen Fall verfolgen aus der Ferne, ob Spanien generell so streng ist. Ich meine, wir reden ja viel über das Beckham Law in Spanien. Heißt das jetzt, dass jeder, der das Beckham Law nutzt, hier von einer solchen Shakira-Behandlung profitiert? Man sollte zunächst sagen, jedenfalls meines Informationsstandes nach das Beckham Law nicht genutzt hat. Also hier geht es um was komplett anderes. Hier geht es um jemanden, der in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig ist. Mit dem Beckham Law wird ja genau das verhindert. Du bist ja damit in Spanien eben nicht unbeschränkt steuerpflichtig, sondern nur beschränkt steuerpflichtig, auch wenn du dich dort für 200, 300 oder 365 Tage im Jahr aufhältst. Das ist ja genau der Gag. Mit dem Beckham Law kannst du eben 5 bis 6 Jahre in Spanien leben, dich dort so viel aufhalten, wie du möchtest, musst aber letztlich auf deine ganzen ausländischen Einkünfte keine Steuern bezahlen. Diesen Status genau hat Shakira nicht genutzt, nicht weil sie nicht wollte, aber weil es nicht geht natürlich. Also Künstler können ja den Status so ohne weiteres nicht verwenden. Sie hat dann eine Firma gegründet, eine in Malta, eine in Luxemburg, hat darüber bestimmte Einnahmen laufen lassen, hat die wahrscheinlich aus Spanien aus verwaltet. Die hat dort keine Substanz gehabt im Ausland und dann kommen eben diese Dinge zusammen. Nach meiner Erfahrung mit Mandanten, die den Beckham Law Status in Spanien nutzen, muss ich sagen, dass hier die spanische Steuerbehörde sehr kundenfreundlich ist. Ja? Man will diese Leute im Land haben. Man möchte die willkommen heißen und man kann ganz und gar nicht davon reden, dass hier die spanischen Steuerbehörden besonders streng sind oder hier drakonisch vorgehen. Im Gegenteil, meine Erfahrung ist, dass die Mandanten komplett in Ruhe gelassen werden. Die hören nichts vom Finanzamt, da wird nie nachgefragt. Ja? Also daher, ich glaube nicht, dass man jetzt hier von dem Shakira-Fall schließen kann, dass jeder, der in Spanien als Ausländer lebt, hier besonders drakonisch hier verfolgt wird von der Steuerbehörde.
Sicherlich, wir wissen das ja auch von anderen Fällen, wie von anderen Prominenten, die in Deutschland hier zum Beispiel belangt werden wegen Steuerhinterziehung. Wenn du ein Promi bist, dann ist man immer relativ stark daran interessiert, als Staat hier ein Exempel zu statuieren. Ich glaube, darum geht es. Ich persönlich bin pessimistisch, was Shakira anbelangt. Ich persönlich finde die Beweislast, von der ich gehört habe, die öffentlich in den Medien letztlich hier auch diskutiert wurde, erdrückend. Aber wer weiß, wir werden jetzt ja sehen, was im November passiert. Sicherlich ist dieses zweite Verfahren dann nochmal umso schwerwiegender, aber beim ersten kann man wenigstens sagen, okay, ich meine, sie hat keine kriminelle Vorgeschichte, sie hat bisher nie eine Straftat begangen, hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Und jetzt ist hier der zweite Fall, der wird ja dann doppelt hart, letztlich würde der verfolgt werden. Also es ist auch hier wirklich zu sehen, was hier tatsächlich dann passiert. Wenn auch du nach Spanien umziehen willst oder in ein anderes Land, um deine Steuerlast zu optimieren, dann lade ich dich ein, für eine steuerliche Standortbestimmung ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packen wir hier in die Beschreibung rein. Mein Team und ich helfen Mandanten seit fast 20 Jahren bei nichts anderem. Wir haben ein großes Netzwerk an Anwälten, Steuerberatern und Beratern weltweit, die dich hier sehr kompetent beraten und unter unserer Koordination dann auch betreuen können. Ich freue mich, mit dir über dein Auslandsvorhaben zu sprechen und dich in der Beratung zu treffen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.